Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Biskuchstunde und wir machen mal wieder eine Apfeltorte, jawohl, mit einer Quarkschicht und mit Sahne obendrauf. Mann ist die lecker! Aber bevor wir so richtig durchstarten, fangen wir einfach mit der Vorbereitung an, indem wir einfach mal eine Zitrone auspressen, Zucker mit Vanillezucker und Salz mischen und Mehl mit Backpulver, weil jetzt stellen wir den Boden her. Und für diesen Boden geben wir richtig weiche Butter in eine Schüssel und schlagen sie cremig auf. Gleich danach folgt dann die Zuckermischung. Ein Ei darf da auch nicht fehlen und später kommt noch die Mehlmischung hinzu. Das Ganze kneten wir dann so lange durch, bis sich der Teig findet, bis er zusammenhängt und wir eine Kugel formen können. Haben wir die Kugel soweit, dann nehmen wir uns eine Backform zur Brust, eine Springform und die hat 28 cm. Dort drücken wir den Teig hinein und er bildet dann, wie schon gesagt, den Boden. Damit der Boden keine Blasen wirft, stechen wir noch ein bisschen mit der Gabel hinein. Gut, stellen wir die Springform beiseite und kümmern wir uns um die Käsefüllung. Dann nehmen wir Zucker und Vanillezucker und mischen das Ganze gut durch. Weiter nehmen wir für die Füllung Öl, geschmacksneutrales Sonnenblumenöl. Das geben wir in eine Schüssel hinein und den Zucker. Und wir mischen das Ganze mal gut durch. Dann geben wir schrittweise die Eier hinzu. Insgesamt nehmen wir dabei 6 Eier. Und nach jedem einzelnen Ei rühren das Ganze für eine halbe Minute lang durch. Bevor wir jetzt aber das letzte Ei hinzugeben, geben wir noch das Vanillepuddingpulver hinzu. Mit dem letzten Ei also rühren wir das Ganze wieder für 30 Sekunden lang durch. Jetzt fehlen noch der Quark und die Mascarpone. Ihr könnt auch als Alternative Frischkäse nehmen. Aber während Mascarpone aus Sahne hergestellt wird, wird Frischkäse aus Milch. Somit ist das Ganze, wenn man Mascarpone verwendet, noch etwas cremiger. Okay, auch die Käsefüllung, die stellen wir jetzt auch beiseite und dann kümmern wir uns um die Apfelschicht, indem wir erstmal die Äpfel vorbereiten. Sprich, wir schälen sie und schneiden sie in gröbere Würfel. Diese gröbere Würfel geben wir dann in eine Schüssel mit Zucker und mit dem Zitronensaft, damit diese Apfelwürfel ja nicht braun werden. So, jetzt haben wir mal eine schöne Portion Äpfel zusammenbekommen und jetzt geht es an den Herd. So, jetzt dann nehmen wir den restlichen Zucker von der Äpfel und geben den in einen Topf hinein und karamellisieren das Ganze. Gleich danach geben wir dann die Äpfel hinzu und 400 Milliliter Apfelsaft. Das Ganze rühren wir dann ein bisschen gut durch und lassen das Ganze ein bisschen köcheln. Zum Ablöschen kann man auch ein bisschen Weißwein verwenden. Und jetzt werde ich noch etwas Stärke anrühren und dazu nehme ich etwas Sekt. Den habe ich noch übrig gehabt. Natürlich kann man auch hier Wein oder Apfelsaft nehmen. Wer möchte, kann natürlich noch Zimt hinzugeben, aber dieses Mal lasse ich das hier weg.
Mittlerweile haben wir jetzt auch den Ofen schon auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Denn wenn wir jetzt die Äpfel gut aufkochen haben lassen und das Ganze zähflüssig wurde, dann geben wir jetzt den Teig in den Ofen bei Oberhitze 210 Grad für 5 Minuten. Dann holen wir ihn raus, den Boden, den vorgebackenen Boden, und da geht es gleich weiter, indem wir dann Backpapier an den Rand heften. Sobald das geschehen ist, geben wir dann die heißen Äpfel in die Form hinein und obendrauf dann gleich die Käsefüllung. Den Ofen haben wir dann währenddessen auf 210 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt. Somit bleibt der Ofen auf der Temperatur von vorhin und wir verlieren nicht viel Hitze bzw. Strom. Ist natürlich überflüssig zu erwähnen, dass ihr jetzt den Kuchen sehr vorsichtig in den Ofen geben müsst, weil das Ganze ist flüssig, könnte überlaufen und das wollen wir ja nicht. Nach 5 Minuten schalten wir runter auf 145 Grad. Der Kuchen bleibt für 105 Minuten im Ofen. Danach öffnen wir den Ofen einen Spalt weit. Aber wenn ihr das so schlecht macht wie ich, dass ihr den Ofen dabei anlässt, ja, dann gibt es einen braunen Kuchen wie hier jetzt. Das war so nicht geplant. Durch das Öffnen des Ofens und den Ofen anlassen, fängt er an mit Heizen, weil ja Wärme verloren geht. Also beim Öffnen des Ofens für einen Spalt weit natürlich den Ofen ausschalten. Aber dass er jetzt braun wurde, war jetzt Gott sei Dank nicht schlimm, weil ich später ja noch eine Sahneschicht drauf gebe. Aber vorher haben wir den Kuchen erstmal über Nacht abkühlen lassen, am besten im Kühlschrank. Er muss richtig kalt werden, damit die Apfelschicht fest wird. Wenn die nicht fest wird, dann wird das nichts. Und ich muss sagen, dass er braun aussieht, macht überhaupt nichts, weil so sieht er richtig lecker aus. Da könnte ich jetzt schon reinbeißen. Aber wie schon angekündigt, es kommt noch eine Sahneschicht oben drauf und deswegen schlagen wir Sahne, 400 Gramm Sahne steif. Dazu nehme ich Zucker und etwas Sahnefestiger zur Hilfe. Ohne Sahnefestiger bleibt die Sahne nicht steif, das ist meine Meinung. Aber ihr könnt natürlich Sahnefestiger weglassen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das hinbekommt, dass die Sahneschicht oben schön steif bleibt, dann könnt ihr den Festiger wirklich weglassen. Die Sahne geben wir jetzt dann gleichmäßig auf den Kuchen, auf die Torte drauf. Und somit wäre jetzt die Torte fertig. Wir können das Ganze jetzt mal probieren, indem wir uns ein schönes Stück abschneiden. Wer möchte, kann natürlich zu den Äpfeln noch Zimt klassisch hinzugeben, aber hier lasse ich es dieses Mal weg. Und das Schöne hier bei dem Kuchen, die Schichten sehen so lecker aus, so richtig schön lecker. Aber ganz wichtig, meine Lieben, der Kuchen muss richtig kühl sein. Ihr müsst ihn frisch aus dem Kühlschrank nehmen und dann den Gästen auftischen. Okay, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt mal so Lust auf so eine Apfeltorte bekommen. Und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder, bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde. Also, meine Lieben, bleibt gesund und bleibt am Ball. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss zusammen und bye bye.